Die Sommersaison hat begonnen, auch hier in den Botanischen Gärten und auch hier im Gewächshaus für tropische Wasserpflanzen. Man sieht jetzt schon, dass die Victoria, die Riesenseerose, ihre ersten Blätter entfaltet hat. Sogar die ersten Blüten haben sich geöffnet. Über die ganzen Wintermonate war hier ziemlich wenig los im Becken. Und viele Leute, die im Sommer hier vorbeikommen, wundern sich immer, wie alt sind denn eigentlich die Seerosen, wie schnell wachsen die. Das hat uns dazu veranlasst, die Seerosen hier im Wasserbecken einfach mal im Zeitraffer aufzunehmen, und zwar über ein ganzes Jahr. Wir haben dafür im Dezember 2022, als das Becken leer war, eine Kamera installiert an der Gewächshausdecke. Und diese Weitwinkelkamera deckt das komplette Wasserbecken ab. Und in dem jetzt fertiggestellten Zeitraffer-Video über ein ganzes Jahr kann man wunderschön sehen, wie dann plötzlich über Nacht auch die neuen Randbeete bepflanzt sind. Das ist natürlich nicht über Nacht von den Heinzelmännchen passiert, sondern das haben unsere Gärtnerinnen und Gärtner getan. Man kann auch gut sehen, und das finde ich das wirklich Spannende daran, man kann gut sehen, wie die Riesenseerose Tag für Tag neue Blätter macht. Man sieht, dass die Blätter in der Mitte der Pflanzen entstehen, erst klein, dann entfalten die sich, entrollen sich, werden größer und drücken dann Stück für Stück auch die älteren Blätter an den Rand. Im Video auf der linken Seite ist die Art Victoria Amazonica zu sehen, die Amazonas-Riesenseerose, und rechts im Bild, im Video, ist die zweite Art der Riesenseerosen, Victoria cruziana, zu sehen, die etwas weiter südlich in Südamerika vorkommt, im Pantanalgebiet. Und man kann schon sehen, dass die unterschiedlich wachsen. Die rechte Seerose, Victoria cruziana, kommt ein bisschen besser mit kühleren Temperaturen zurecht. Die wächst also schneller, entwickelt ihre Blätter schneller. Victoria cruziana, rechts im Bild, blüht auch zuerst. Und Victoria amazonica braucht ein bisschen länger. Die macht dafür größere Blätter und hat in unserem Fall auch sehr kräftig geblüht. Licht ist wirklich das Entscheidende, damit die Seerosen bei uns hier richtig groß und kräftig werden. Deswegen sieht man dann auch schon im Herbst, wenn die Tage wirklich deutlich kürzer werden und dunkler werden, also ab September, dann werden die Pflanzen schwächer. Man sieht dann, die Blätter sind nicht mehr so groß. Insgesamt, wenn man von oben drauf guckt, scheinen sie immer kleiner zu werden. Die Pflanzen gehen ein und das ist dann für uns auch die Gelegenheit, das Becken am Ende wieder leer zu machen, zu säubern. Dann ist auch die Zeit, wo wir den Platz nutzen können, um alle anderen Pflanzen ringsum zu beschneiden, winterfest zu machen. Ja, dann wird das Becken am Ende einfach wieder volllaufen lassen und die Pflanzen können in die nächste Saison starten. Wenn das Becken leer gemacht wird, werden die kleinen Frösche, die sich manchmal hier drin ansiedeln, die werden vorher alle abgefischt, kommen in unser kleines Wasserbecken hinter den Kulissen und die werden dann am Ende wieder reingesetzt.